Remapping Refugee Stories, der Podcast zum Forschungsprojekt an der Uni Wien. Tagtäglich müssen Menschen ihr Land verlassen. Sie müssen vor Gräueltaten und vor Unrecht fliehen. Rund die Hälfte dieser Menschen sind Frauen und Mädchen. Die Gründe für die Flucht von Männern und Frauen sind oftmals ähnlich. Die Erfahrungen auf der Flucht sind fast immer unterschiedlich. Warum erleben Frauen Flucht anders? Welche Rolle spielt das Frausein auf der Flucht? Wie ergeht es flüchtenden Frauen heute? Und wie erging es flüchtenden Frauen in Zeiten des Nationalsozialismus? Über diese Fragen möchten wir in dieser Folge sprechen. Mit Menschen, die dazu forschen, die darüber schreiben und die sich daran erinnern. In dem Projekt Remapping Refugee Stories werden Fluchtgeschichten aus den Jahren zwischen 1933 und 1953 untersucht, die bisher wenig aufgearbeitet wurden. Darunter sind nicht nur Geschichten von Frauen, aber auch von Frauen. Warum ist Flucht geschlechtsspezifisch? Die Gründe für die Flucht können bei Männern und Frauen ähnlich sein. Politisches Engagement, Glaube oder Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder sozialen Gruppe. Es können aber auch geschlechtsspezifische Gründe vorliegen, etwa Genitalverstümmelung oder Unterdrückung. Frauen sind auf der Flucht selbst mit zusätzlichen Risiken konfrontiert. Dazu gehören vor allem geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt. Geflüchtete Frauen werden oft mehrfach diskriminiert. Wir sprechen hier von Intersektionalität. Gemeint ist damit das Zusammenwirken mehrerer Unterdrückungsmechanismen. Der Begriff wird in bildungspolitischen und aktivistischen Zusammenhängen benutzt, aber eben auch in der Forschung. Konkret heißt das, verschiedene Diskriminierungsformen wirken nicht einzeln für sich, sondern beeinflussen sich gegenseitig. So können auch neue Formen der Diskriminierung entstehen. Auf der Flucht können zum Beispiel Geschlecht, Herkunft, Klasse oder sexuelle Orientierung zusammenwirken und sich gegenseitig verstärken. Im Nationalsozialismus hat die Welt eine der größten Fluchtbewegungen aller Zeiten erlebt. Hannah Kuh war eine von vielen Frauen, die während des Nationalsozialismus fliehen musste. Wie gelang ihr die Flucht aus Österreich und was hat sie erlebt? Das fragen wir Claudia Gehringer, die aktuell ein Buch über Hannah Kuhs Lebensgeschichte verfasst. Der Nachlass von Hannah Kuh wird seit einigen Jahren in der Exilbibliothek im österreichischen Literaturhaus verwahrt. Hannah Kuh war eine Röntgenassistentin. Sie war eine Wienerin, die als junge Frau Österreich verlassen musste aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und die in Großbritannien ein neues Leben sich aufgebaut hat. Ihr Nachlass, also alle ihre Spuren sind jetzt in der österreichischen Exilbibliothek zu finden. Und durch diesen Nachlass lernen wir sie kennen auf unterschiedliche Weise als Röntgenassistentin, als Dienstmädchen, als Krankenschwester, als Aktivistin. Wir lernen sie kennen als Tochter, als Geliebte und als Mutter von 2 Kindern. Hannah Kuh hat Österreich dann im Oktober 1938 im Alter von 25 Jahren verlassen in Richtung Großbritannien. Der sogenannte Anschluss im März 1938 hat eine sehr oder extrem große Fluchtbewegung ausgelöst, was dazu geführt hat, dass die meisten europäischen Länder ihre Grenzen zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen hatten und es sehr schwierig war, noch ein Aufnahmeland zu finden. Und ihr ist die Einreise nach Großbritannien auf legale Weise geglückt durch die Möglichkeit eines Domestic Permits. Das ist eine Arbeitserlaubnis für Dienstmädchen.
Hannah Kuh ist im Oktober 1938 mit dem Zug und der Fähre nach Großbritannien eingereist. Bei ihrer Ankunft war sie eigentlich durch von irrsinnig großem Heimweh überwältigt. Was auch dazu geführt hat, dass sie in den ersten Monaten ziemlich oft ihre Stelle wechselt, ziemlich viel umzieht. Sie hat auch versucht, in ihrem Beruf als Krankenschwester eine Position zu bekommen, hat dann gleich darauf eine Verwarnung bekommen, weil sie damit gegen ihre Einreisebedingungen verstoßen hat. Und es hat eigentlich bis März 1939 gedauert, bis sie eine Familie gefunden hat, bei der sie sich wohlgefühlt hat, bei der sie, trotzdem sie ein Dienstmädchen war, auf Augenhöhe behandelt worden ist. Hannah Kuh hat im Exil 2 Kinder zur Welt gebracht, die sie alleine aufzog. Den Großteil der Care-Arbeit verrichtete sie allein, auf sich gestellt. Teilhabebarrieren, Ungleichheit und sozialer Ausschluss waren Themen, die Hannah Kuh in dieser Zeit beschäftigten. George, der 1939 geboren wurde, und Helen, die 1945 geboren wurde, also auch nach ihrer eigenen Mutter benannt wurde, und die sie alleine großzieht, was man, wie man sich denken kann, in Zeiten von Krieg und auch Exil nicht besonders leicht war, aus finanziellen Gründen, aus Betreuungsgründen, aber auch, weil alleinerziehende Mutterschaft bis heute noch ein mit Scham behaftetes Thema ist und damals noch viel heftiger war. Hannah Kuhs Tochter Helene ist heute 79 Jahre alt und lebt in Großbritannien. Hannah Kuh hat nur wenig mit ihrer heranwachsenden Tochter über ihre bewegte Vergangenheit gesprochen. Dennoch erinnert sich Helene an die Herausforderung, die ihre Mutter im Exil meistern musste. In September 1938, at the age of 25, Mum left Vienna alone to a completely new life in England. She was told to have her bags packed and would be told at a moment's notice to leave Vienna, to which she never returned. She did not speak English, but she said that reading English newspapers helped her improve. Later, her English was perfect and probably was better than mine, although she had a strong accent. Mum spoke very little of her life in Vienna, and so some of what I am going to say is my impression of her former life and what she was thinking. Mum received many letters from home. It appears that she was treated well where she worked, as her father wrote to say that she was lucky that she could sit with the family at meal times. He had heard that many women in her situation were not treated so well. Also, from the letters received, one could get the impression of how she was feeling in this new land. She obviously wrote that she was homesick and unhappy and that she wanted to return to Vienna. The letters from her father and brother wrote to say she should be pleased that she was away and safe, which she must have realised later when they were asking her to help the family to get to England by giving her addresses and ideas of how she might help them. Unfortunately, she could not, and they did not survive. Schrecken der Flucht, ein steiniger Neuanfang und Trauer um ihre Familie waren Themen, die Hannah Kuh beschäftigten. Und bald auch die Erziehung ihrer 2 Kinder, für die sie allein verantwortlich war. In 1944, Mum became involved with the sculptor Franz Pixner, who had been a freedom fighter in Spain and was very fortunate that he was able to get to England. In 1944, Mum became pregnant with me and I was born in April 1945. My father was married at the time. And the truth of who my father was kept secret to only members of Mum's closest friends and certain people from the Austrian Centre. And the secret was also kept from me, for as far as I was concerned, my surname was Kluger-Langer, and I believed that George and I had the same father
whom we both had never known. I was told later by my own father, whom I met when I was 17 years old, I would have been removed from Mum and put with a respectable two-parent family, but nobody knew who my father was, so this did not happen. Mum did all she could to protect me from gossip and prejudice, because illegitimate children were stigmatised. I was shocked when I knew who I was, but I kept the secret till Mum died. Mum had two different lives, the one in Vienna and the one after George and I were born. She did not encourage questions from us and became abrupt if we dared to ask her. Going back to Mum's life in Vienna, I think she must have led quite a protected life. I don't think she had many life skills, such as cooking, laundry and cleaning, and therefore it must have come as a big shock to her to find out that that was what she was only allowed to do. She had to learn quickly and change from this vulnerable woman to a strong but anxious woman. Her anxieties never left her. She never went back to work as a radiographer. Probably she would have needed to retrain, and with a small baby she needed to work. Thinking of all that Mum went through, I can only imagine how it is for single women who flee from injustice. Obviously they would have their individual obstacles to overcome. Their journeys might be treacherous. How would it be when they reached their designated country? How would their new life be? Where would they live? They would have to adapt perhaps to a new culture, different food, different language, and climate and accommodation. There could be negative attitudes from others, and there could be worries for those left behind. The worries could be endless, and like with Mum, never leave them. Wie Helene Kluger-Langer bereits schildert. Auch heute gehört Flucht zum Leben vieler Menschen dazu. Im Februar 2022 startete Wladimir Putin einen groß angelegten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zerstörung, Gewalt, Tod und Flucht waren die Folge. Viele Menschen suchten auch hier in Österreich Schutz. Ein Großteil davon sind Frauen und minderjährige Kinder. Die Soziologin Sonja Dörfler-Bold von der Universität Wien hat im Auftrag des österreichischen Integrationsfonds vertriebene ukrainische Frauen nach ihrer Ankunft in Österreich zu ihrer Situation befragt. Wir sprechen mit ihr über diese Studie. Die erste Erhebung war schon im Mai 22, also im Frühjahr 22. Das ist ganz knapp nach Kriegsbeginn, also nach dem russischen Angriffskrieg. Und da ging es bei dieser ersten Erhebung vor allen Dingen auch mal darum, sich ganz allgemein die Situation anzuschauen. Wer ist hier nach Österreich gekommen? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Ausbildungslevel? Was sind die Familienstrukturen etc.? Und dann haben wir sozusagen 2023, ein Jahr später, nochmal eine Erhebung durchgeführt und aufbauend darauf und dann dieses Jahr im Frühjahr die dritte Erhebung. Also das Ganze war eine Online-Erhebung, ein KW-Design, und wir haben dieses wunderbare Glück gehabt, sage ich mal, über den Integrationsfonds tatsächlich zu den Adressdaten, und zwar Telefonnummern der Vertriebenen zu kommen, weil die sich ja dort auch schon ganz zu Beginn registriert haben. Das heißt, wir haben dann den Fragebogen auf Deutsch entwickelt. Der Integrationsfonds hat das ins Ukrainische übersetzt und dann wurden die Links zu den Fragebogen per Telefon, per SMS verschickt an die vertriebenen Frauen. Also es waren die ersten beiden Erhebungen tatsächlich nur Frauen im Alter zwischen 18 und 55. Dann die letzte Erhebung hat dann auch Männer mit eingeschlossen. Wir haben eine
hohe Selbstselektion bei den Frauen, die hier nach Österreich gekommen sind. Also wir haben über 70% haben einen tertiären Abschluss, also sind Akademikerinnen. Und das ist also in Polen zum Beispiel anders. Ja. Also da sind die höchsten abgeschlossenen Ausbildungen nicht so hoch. Das ist aber auch bekannt aus der Migrationsforschung, dass je höher gebildet, desto weiter sozusagen, desto höher ist auch die Mobilität von Flüchtenden. Und das Gleiche haben wir eben auch bei den Ukrainerinnen gesehen. Der Krieg in der Ukraine wütet bereits seit mehreren Jahren. Sonja Dörfler-Bold und ihr Team haben einige der UkrainerInnen in Österreich erst kürzlich erneut befragt. Was kam dabei heraus? Was hat sich verändert? Also zu Beginn bei der ersten Erhebung 2022 im Frühjahr haben 17% der Frauen angegeben, dass sie über Deutschkenntnisse verfügen. Das ist immer noch eigentlich relativ hoch. Also die haben in der Schule halt gelernt, an der Uni studiert in der Ukraine. Da sind wir mittlerweile bei über 70%. Also über 70% geben an, sie verfügen über Deutschkenntnisse. Bei den Frauen ist es mindestens B1-Niveau, bei den Männern A2. Also die haben das ein bisschen geringer ausgeprägt. Also das heißt, da hat sich wahnsinnig viel getan, ja, beim Spracherwerb. Dann, was hat sich noch verändert? Die Erwerbspartizipationsrate ist eigentlich auch sehr eindrucksvoll. Also wir haben jetzt bei den Frauen 44, bei den Männern 47%, die schon in Österreich erwerbstätig sind nach 2 Jahren. Das war bei der ersten Erhebung waren es rund 10%, was eigentlich auch für diese kurze Zeit von rund 2 Monaten relativ viel ist, also relativ hoch schon war. Aber das hat sich weiter verstärkt. Also man kann eigentlich insgesamt davon sprechen, dass diese Integrationsvoraussetzungen auf der einen Seite, was also auch natürlich das Bildungsniveau der Vertriebenen betrifft, die hier sind, als auch dieser Integrationsprozess, dass der wirklich außergewöhnlich rasch und man kann sagen vorbildlich funktioniert. Zum Wohlbefinden könnte man auch noch sagen, die Lebenszufriedenheit haben wir abgefragt, auch verglichen mit der von der österreichischen Restbevölkerung oder Mehrheitsbevölkerung in der Altersgruppe. Und das sehen wir, also da haben wir gesehen, dass also die Lebenszufriedenheit verständlicherweise aufgrund der traumatischen Ereignisse von Krieg und Flucht deutlich geringer ist als die in der österreichischen Mehrheitsbevölkerung. Aber sie hat sich sukzessive doch verbessert in diesen 2 Jahren. Und wir sehen auch diejenigen Vertriebenen, die hohe Deutschkenntnisse haben. Also eigentlich je höher die Deutschkenntnisse, desto höher auch die Lebenszufriedenheit hier in Österreich. Also Spracherwerb ist da auch ganz wichtig. Ebenfalls spielt eine Rolle, ob man noch einen zumeist männlichen Partner in der Ukraine hat. Und wenn der sich dort noch auffällt, ist die Lebenszufriedenheit auch deutlich schlechter. Wie Menschen Flucht erleben, hängt stark von der flüchtenden Gruppe ab. Nicht unbedingt vom Geschlecht, erzählt uns Sonja Dörfler-Bold. Aber dennoch, es gibt Bedrohungen auf der Flucht, denen Frauen häufiger ausgesetzt sind. Das zeigt sich auch bei den Ukrainerinnen, die ihr Land verlassen mussten. Das sind hochgebildete Frauen, die auch sehr oft übrigens geschieden sind und alleinerziehend und einfach auch in der Lage sind oder gewohnt sind, ihr Leben auch allein zu managen. Aber natürlich grundsätzlich sind Frauen immer auf der Flucht stärker von sexueller Ausbeutung bedroht, als das Männer sind. Das kann dann auch eine Rolle spielen und hat sich in Studien auch gezeigt, bei der privaten Unterkunft, die man zur Verfügung gestellt bekommt, da kann sozusagen, das hat es auch Fälle gegeben, wo sozusagen das ein Thema war, dass die Unterkunftgeber sozusagen die Situation ausnutzen wollten oder direkt auch auf der Grenze schon Frauen aufgegriffen wurden und die sozusagen versucht worden sind, also dass sie sozusagen auch die Gefahr bestanden ist, dass sie Menschenhändlern in die Hände fallen. Aber natürlich gilt das auch für Kinder. Es sind ja auch durchaus Jugendliche oder Kinder allein haben sich auf den Weg gemacht und die sind natürlich ganz besonders vulnerabel. Dörfler-Bold blickt nun auf Ergebnisse von 3 Erhebungen und sieht vor allem eines: Handlungsbedarf. Also ich glaube, dass zum Beispiel der ÖVP schon sehr bewusst ist, dass sie da eigentlich ein großes Potenzial auch haben, ja, für die österreichische Gesellschaft, für die Aufnahmegesellschaft bei den Leuten, die hier nach Österreich gekommen sind, bei den Vertriebenen aus der Ukraine. Weil wir haben ja dort, es sind über 20% Pädagoginnen, dann gibt es aus dem Gesundheitsbereich 13-14% eine Ausbildung da. Also das ist lauter Leute, die wir eigentlich hier brauchen und suchen. Und ja, es ist halt ein bisschen träge, würde ich sagen, immer noch, was diese
Nostrifizierungen, beruflichen Anerkennungen betrifft, da hat sich schon auch was getan in Richtung Vereinfachung. Oder auch der Integrationsfonds bietet da ganz gezielt für den Gesundheitsbereich Kurse an und unterstützt auch finanziell diesen Prozess der Nostrifizierung. Aber es könnte noch mehr getan werden, da bin ich überzeugt, weil sonst gibt es eben als Folge einfach eine Dequalifizierung dieser Frauen, vor allen Dingen, weil es sind ja hauptsächlich Frauen. Und dann verlieren wir und diese Frauen verlieren. Also ich glaube, das wird eigentlich die nächste Regierung müsste das dann in die Hand nehmen und hier was tun. Und da kann man nur hoffen, dass das auch passieren wird, ja. Hannah Kuh hat schließlich ihren Job als Dienstmädchen an den Nagel gehängt und als Näherin in einer Textilfabrik gearbeitet. Sie konnte der nationalsozialistischen Verfolgung entkommen, auch wenn dieser Weg ein steiniger war. Von Hannah Kuhs Leben bleiben heute nur Fragmente und Erinnerungen. Doch jeden Tag werden neue Geschichten geschrieben, von Frauen, die sich irgendwo auf den Weg machen, in eine ungewisse Zukunft.